Willkommen zurück, Freunde. Ja, ab in die Shisha-Bar, würde ich mal sagen. Habt ihr Bock? Mit Latafa Mashrabaya, wenn richtig ausgesprochen. Yes, das ist der Duft. Warum sage ich, wollen wir in die Shisha-Bar? Das werde ich euch jetzt erläutern. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Feuerzeug aus Hamburg. Moin. Yes, ja, Mashrabaya. Wir kommen erstmal zum Flakon. Das ist hier auf jeden Fall Gummi. Ja, kann man so machen. Könnte auch runterfallen. Wenn er hier rauffällt, wird wahrscheinlich nicht so viel passieren. Hier ist Plastik. Ja, allgemein. Und der Duft, Sprüher, ja, ist in Ordnung. So, bevor ich zum Duft komme, gleich mal vorweg, in der Videobeschreibung könnt ihr diesen Duft suchen und da kriegt ihr dann auch 15% auf den Einkauf mit meinem Code. Also benutzt den. Ja, Latafa. Seid ihr Latafa-Fan? Seid ihr Shisha-Bar-Fan? Wollt ihr nicht viel Geld ausgeben? Also seid ihr auch, sag ich mal, ein Geizhals? Oder habt ihr einfach nicht so viel Geld? Oder wollt ihr einfach nicht so viel Geld ausgeben? Whatever. Dann ist das euer Duft. Und wenn ihr Shisha, ja, Bars mögt oder einfach eine Shisha gern rauchen mögt, dann solltet ihr diesen Duft auf jeden Fall besorgen, weil ihr müsst dann überhaupt fast gar keine Shisha-Bar mehr aufsuchen oder auch keine Shisha mehr rauchen, weil ihr habt einen Duft. Das ist die ganze Zeit um euch rum. Wow. Shisha-Dampf, Pfeffer, Apfel. Nice. Also es ist schon sehr, rauchig am Anfang, also beziehungsweise das Rauchige ist gar nicht vielleicht das Rauchige, sondern das Pfeffrige. Das macht einen sehr es ist sehr interessant und dann das bisschen kühle, saure, dieser, Apfel und dann der Shisha-Dampf. Also, das Typische, was ihr so wenn ihr in einen Shisha-Laden geht oder meinetwegen an einer Shisha-Bar vorbeiläuft, hier haben wir ja auch eine in der Nähe, die ich glaube das ist, glaube ich, die von, Maxwell, von der 187 Straßenbande. Auf jeden Fall, 187. Auf jeden Fall es ist, schöner Shisha-Dampf, dieses Süßliche kommt rüber, richtig genial. Ihr habt natürlich jetzt mit den Apfeln in rosa Pfeffer und den Shisha-Dampf noch nichts wirklich Süßes, was ich gerade erwähnt hatte, aber ihr kriegt das auf jeden Fall schon mal in your face. Dann bekommt ihr auf jeden Fall, sorry, Tabak in your face. Das ist natürlich klar, ihr raucht eine Shisha und dann bekommt ihr natürlich auch Tabak und dann Dattel und Zimt. Und das ist eben das Süße, was aber schon in der Kopfnote im Endeffekt beim Aufsprühen da ist. Kommt eigentlich erst in der Herznote, aber man hat diese Süße von den Datteln, der Zimt sofort. Ich hätte fast ein bisschen auf Kirsche gewettet, aber nein. Und ich muss immer wieder dran riechen. Es ist schon genial, muss man sagen, wenn man wirklich auf Shisha-Dampf, Shisha-Tabak beziehungsweise einen Besuch in der Shisha-Bar, jetzt haben wir genug Shishas, hören wir heute noch öfters, dann ist das einfach perfekt. Wenn man das gar nicht mag, dann sollte man diesen Duft auf jeden Fall weglassen. Hier kommt auch noch Karamell und Vanille und Oud hinzu. Oud ist natürlich schon da, aber das ist jetzt kein typischer Oud-Duft oder der einen auf den Sack geht oder so animalisch oder whatever. Nein, das habt ihr hier nicht. Auf jeden Fall, immer wenn ich den sprühe, ihr kriegt schon dieses Apfelige. Ihr habt das schön grün Apfelige, dann aber dieses bisschen pfeffrig, was einem so 'n bisschen rauchig vorkommt, aber das macht eben der Shisha-Dampf. Und dann diese Süße hinten raus mit den Karamell, Zimt, Vanille und Oud gerät sich einfach nur so 'n bisschen, ne? Also, ja, das ist schon sehr nice, was Lattafa da, auf die Beine gestellt hat oder beziehungsweise im Flakon gebracht hat und 100 ml müssten das sein. Yes, yes, yes. Warten wir mal, so Fingerabdrücke. 100 ml, das steht hier nicht drauf. Doch 100 ml, auf jeden Fall. Ja, und guckt mal, wie gesagt, in die Videobeschreibung. Der kostet, ich müsste jetzt lügen, ich habe jetzt gar nicht geschaut, ich glaube 30 €. Nehmt ihr noch meinen Code, den gibt's noch günstiger. Übrigens auf 'n ganzen Einkauf. Und dann, ja, schaut mal und auf jeden Fall top, wenn ihr auf Shisha-Tabakdüfte steht. So, und deswegen habe ich gesagt, ab in die Shisha-Bar, weil das wirklich Sinn macht bei dem Duft. Es ist jetzt die Frage, Dog, ja, muss ich diesen Duft tragen, wenn ich in eine Shisha-Bar gehe? Also, wer jetzt diese Frage stellt
Das Bild ist nicht eingefroren, ich muss nur kurz, weil was soll ich darauf antworten? Natürlich könnt ihr damit in die Shisha-Bar gehen, aber es macht vielleicht ein wenig Sinn, weil allgemein in der Shisha-Bar das ja so riecht wie dieser Duft. Und dementsprechend weiß ich, könnt ihr das machen, ihr müsst es auch nicht machen. Aber wenn ihr nicht in der Shisha-Bar seid, da war natürlich mein Eingang in Video war natürlich vielleicht ein bisschen ab in die Shisha-Bar. Das wollte ich euch, es war nur so ein Anteasern, dass jetzt ein Shisha Bar-Duft kommt. Shisha, 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 Shisha. Auf jeden Fall, nein, wenn ihr da nicht hingeht, in dieses Etablissement, was ich eben gerade erwähnt hatte, dann könnt ihr, aber wenn ihr woanders seid, den gern tragen, wenn ihr das immer vermisst. Es gibt ja Leute, die jeden Tag, ich weiß, sehe das ja, jeden Tag in der Shisha-Bar ablungern, abhängen. Das ist einfach so. So, das ist, die mögen das. Und wenn die dann mal nicht dort sind, ja, dann ist das der Duft für euch absolut geisteskrank geil für 100 ml. Ja, zur Haltbarkeit auf jeden Fall sehr, sehr potent und auch stark, aber auch die Sillage. Also ihr habt ja auf jeden Fall was von 8 bis 10, 11, 12 Stunden. Immer Ansichtssache, das ist Geschmackssache auch, wie die Haut ist. Ich will das jetzt nicht immer wiederholen, obwohl ich es ja immer wiederhole. Und dann habt ihr noch eine gute Ausstrahlung. Also vielleicht kann es sein tatsächlich, und gab es einmal, das riecht hier oder wie in so einem süßen Laden oder in der Shisha-Laden. Also es kann schon kommen, dass das jemand zu euch sagt, es ist nicht unbedingt vielleicht ein Büroduft, obwohl, dann müsst ihr ihn gar nicht so viel, ich sage mal, ihr müsst den, dann sprüht er so ein bisschen rauf oder hier und dies und jenes, sondern ja, es ist geil. Vor allen Dingen der Shisha-Dampf. Ich zeige euch mal ganz kurz die Stoffe. Warte mal, hier haben wir den Inhalt und da haben wir den Inhalt. Seht ihr, das ist schon geil und das muss man mögen, ne? Der ihr merkt richtig den Dampf, Shisha-Dampf. Das ist ne, ich will nicht sagen steril angehaucht. Es ist rauchig, da ist kein Rauch drin. Patchouli ist allerdings noch drin. Patchouli kann ja erdig sein oder ist bisschen dunkler erdig. Ja, das ist, geil, muss ich sagen. Habt ihr gesehen, Inhalt? Auf jeden Fall. Jetzt kommt er weg wieder, damit ich auf jeden Fall zu sehen bin. 'Ne geile Typ hier, der hier auf jeden Fall den geilen Duft vorstellt. Nein, aber es ist jetzt Scherz beiseite, wirklich 'n guter Duft, ohne bla, ohne Shisha. Also, wenn ihr auf so was steht, dann ist das euer Duft. Und ich finde es mal gut, und jetzt kommt der Punkt, dass dieser Duft mal nicht mit Kirsche gemacht ist, sondern Apfel, Zimt oder so weiter. Das ist ja immer Shisha-Tabak, oh ja, Kirsche. Tabak, Kirsche, Kirsche, Tabak, ist immer dasselbe. Das ist hier tatsächlich nicht der Fall. Das finde ich sehr, sehr nice, das finde ich sehr, sehr geil. Ja, und ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr diesen Duft kennt. Ich stelle ihn mal hier hin. Der Name nochmal, oh, was wäre das hier fast runtergefallen. Der Name Mashrabaya, wenn richtig ausgesprochen, von Latafa. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann gehen Grüße raus, schreibt mal in die Kommentare, kennt ihr den Duft, macht einen Daumen nach oben und verlinkt dieses Video. Und wenn ihr mir noch nicht folgt, nach so langer Zeit, dann macht es doch endlich. Und dann würde ich sagen, ja, dann bin ich da fast raus, sonst habe ich auch nichts vergessen. Geiler Duft. Und wie gesagt, ja, der ist aber auch auf der Haut, das habe ich noch vergessen. Nachher nicht ganz so süß, aber er ist schon präsent. Die Süße sieht hier jeder anders, glaube ich. Das ist auch so 'n Punkt. Also müsst ihr mal sehen. Schreibt mal, was ihr davon haltet, und dann bin ich raus. Bis zum nächsten Mal, Freunde.